Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen hier zu unserer neuesten gemeinsamen Wanderung. Einer wirklichen Wanderung mit Herz und einem Geheimtipp, der eigentlich gar keiner mehr ist. Denn die Schönheit des Bodetals zwischen Treseburg und Thale im Harz, die hat sich längst herumgesprochen. Dennoch zieht es mich immer wieder dorthin, denn es ist wunderschön dort. Und wenn man nur ein klein wenig früher aufsteht und bei Zeiten losgeht, dann kann man dieses Tal wirklich genießen und man entdeckt auch am Wegesrand das eine oder andere besondere Schätzchen. Und in diesem Sinne, lasst uns losgehen und ich hoffe, ihr habt Spaß daran an diesem Geheimtipp, der keiner mehr ist. Dieses Video möchte ich heute dem Kanal Wanderverliebt widmen. Stellt euch vor, Froni und Micha versauen doch das schöne Klischee, unsere heutige Jugend würde nur noch am PC hängen und den ganzen Tag zocken. Die beiden aber nicht. Sie gehen nämlich raus in die Natur zum Wandern. Und was sie für interessante Wanderungen haben. Ihr solltet sie unbedingt auf ihrem Kanal besuchen. Ich verspreche euch, ihr werdet es nicht bereuen. Doch nun genug der Vorrede, lasst uns losgehen. Zunächst genießen wir das idyllisch gelegene Treseburg. Im 18. Jahrhundert entstand hier diese kleine Siedlung. Ihren Namen erhielt sie von der einstigen Burg, welche vor Jahrhunderten auf einem steilen Fels gestanden haben soll. Als der Ort jedoch entstand, war die Burg längst Geschichte und Ruine. Es wird jedoch erzählt, diese Ruine sei zum Bau der Häuser geplündert worden. Vielleicht daher der romantische Anblick. Wie gut zu erkennen ist, liegt das Dörfchen hier im tiefsten Tal der Bode. Was sage ich? Der Bode? In unserem kleinen Örtchen fließen nämlich hinter der wundervollen und für den Harz typischen kleinen Holzkirche die Bode und die Lubbode zusammen und setzen gemeinsam ihren Weg durch den deutschen Grand Canyon fort. Johann Wolfgang von Goethe kennt jedes Kind. Er war selbstverständlich auch hier unterwegs und sprach über diesen Abschnitt des Bodetals als das gewaltigste Felsental nördlich der Alpen. Jetzt könnte ich euch wirklich jede Menge über das herrliche Tal, durch das unter anderem der Harzer Hexenstieg führt, und seine Felsen erzählen. Genießt mit mir gemeinsam dieses traumhafte Schauspiel unberührter Natur, die vielen steilen Felsklippen mit ihren atemberaubenden Bildern und Aussichten, den Wald, der sehr an einen richtigen Urwald erinnert. Dazu der naturbelassene Flusslauf mit seinen unzähligen stromschnellen und kleinen Wasserfällen. Welch herrliches Schauspiel hat die Natur für uns geschaffen. Ich sagte eingangs, geht sehr früh am Morgen los. Zum einen habt ihr noch Ruhe im Tal, denn andere Leute wissen inzwischen auch, wie schön es hier ist. Und die Chance, diese Bewohner hier zu treffen, sind dann auch deutlich höher. Übrigens wurden zu DDR-Zeiten auch Luchse ausgewildert. Ich hatte leider noch nicht das Glück, welche zu sehen. Doch weiter geht es durch das atemberaubende Tal. Der Vorteil, wenn man ab Treseburg läuft: die Höhepunkte und Highlights der Natur werden immer größer und schöner und beeindruckender. Bleibt ruhig stehen und genießt dieses wunderbare Schauspiel.
Nach etwa 7 Kilometer, die euch wie eine Ewigkeit vorkommen werden angesichts der vielen Eindrücke, dann der Höhepunkt. Das Tal öffnet sich. Ich war hier schon gefühlte 100 Mal, dennoch staune ich immer wieder aufs Neue und voller Ehrfurcht. Irgendwann steigt man doch beeindruckt hinab und der Bodekessel liegt vor uns, faszinierend. Spätestens hier fällt mir die Sage von der Roßtrappe ein. Wer kennt sie nicht, diese Sage vom Riesen Bodo und Brunhilde? Die Prinzessin rettete sich mit einem waghalsigen Sprung über das Tal vor der Verfolgung durch den Riesen Bodo, verlor dabei aber ihre goldene Krone. Bodo schaffte den Sprung nicht und stürzte hinunter in unser Flusstal. In einen schwarzen Hund verwandelt, bewacht Bodo bis auf den heutigen Tag im dortigen Kronensumpf die Krone der Prinzessin, und in der Nacht soll man ihn heulen hören. Gleichzeitig mit dieser schönen Geschichte ist der Name unseres wilden Flusses erklärt, nämlich nach dem Riesen Bodo benannt heißt sie Bode. Noch wenige Schritte und wir stehen auf der 1863 erbauten Teufelsbrücke. Naja, wie die Zeiten sich doch so ändern. Früher standen wir bald vor einem Luxusproblem, zwischen zwei Varianten entscheiden zu müssen. Denn hier ging einst ein sehr steiler, aber schöner Weg, die Schurre, hoch zur Roßtrappe. Nach einem Felssturz vor etlichen Jahren wurde er leider nicht wieder instand gesetzt. Also bleiben wir im Tal und erreichen das Gasthaus Königsruhe. Zeit für eine Pause und zum Überlegen, denn erneut warten zwei neue Varianten. Ich ziehe es vor, über diese schöne Brücke die Flussseite zu wechseln und über den Hirschgrund nach oben zum Hexentanzplatz zu laufen. Aber überlegt euch bitte vorher, ob eure Kondition das zulässt. Der Anstieg verläuft über Serpentin, ist sehr schön, aber auch sehr steil. Wer sich das nicht zutraut, der sollte dem Flusslauf weiter folgen. Am Goethefelsen vorbei erreicht ihr schnell die Talstation der Seilbahn und kommt ohne jeglichen Schweiß bequem hoch zum Hexentanzplatz. Wer sich die Mühe des Aufstiegs über den Hirschgrund macht, der wird mit immer neuen und schönen Bildern mehr als belohnt. Wer den Hexentanzplatz noch nie gesehen hat, der sollte auf jeden Fall einmal vorlaufen. Der Blick hinunter ins Tal, zur gegenüberliegenden Roßtrappe, beziehungsweise bei guter Fernsicht hoch zum Brocken, dem höchsten Berg des Harzes, sind schon faszinierend. Allerdings muss man auch eine Menge Touristen in Kauf nehmen. Wer damit kein Problem hat, der kann hier vieles entdecken, wie beispielsweise die Walpurgishalle oder das schöne Freilichttheater. Wir haben jedoch noch ein Stück Weg vor uns und gehen wieder zurück. Vorbei am Tierpark, der sich auf die im Harz lebenden Tiere fokussiert hat, und der stille Wald lockt schließlich auch wieder. Bis wir, genau, noch eine neue Variante erreichen, nämlich der Weg zur Prinzensicht. Zwar als Sackgasse steht zur Auswahl. Ihr solltet diesen kleinen Umweg wirklich machen. Er lohnt sich sehr und mit ein wenig Glück könnt ihr ihn auch völlig für euch alleine genießen. 200 Meter hoch über der Bode, das hat doch was. Zurück auf unserem breiter gewordenen Weg gibt es unter anderem wundervolle Buchen zu bewundern, bis wir das sogenannte Pfeildenkmal erreichen. Es ist eine wunderschöne Gedenkstätte, welche Friedrich Wilhelm Leopold Pfeil gewidmet wurde. Er war Forstwissenschaftler, Praktiker in Sachen Wald und Schriftsteller. Er gab unter anderem sagenhafte 24 Bücher und 700 forstliche Abhandlungen heraus. Trotz all dieser schriftlichen Werke, am wichtigsten war ihm das Beobachten der Natur. Das führte ihn zu seiner berühmten Maxime: Fragt die Bäume, wie sie erzogen sein wollen. Sie werden euch besser darüber belehren, als es die Bücher tun.
Und ganz ehrlich, hier oben an diesem mystischen Platz kann ich ihn sehr, sehr gut verstehen. Genauso wie die Inschrift des Denkmals. Nach all diesen vielen Eindrücken führt uns der Weg noch ein Stück durch ganz normalen Wald bis wir den Wilhelmsblick hoch über Treseburg erreichen. Zeit, um erneut zu sitzen und zu staunen. Und hier oben sind noch einmal die Windungen der Boote schön zu erkennen. Da sie in großen Bögen um den Ort und Felsen herumfließt, kann man den Eindruck gewinnen, es handele sich um mehrere Flüsse. Genauso gut zu erkennen der liebliche Charme von Treseburg, der einst entstanden für Eisen- und Kupferbergbau sowie der Köhlerei und Forstwirtschaft, hat es sich inzwischen gewandelt zu einem beliebten Erholungsort. Durch die beengte Lage im engen Tal ist zum Glück auch kein Massentourismus möglich. Dennoch finden sich schöne Cafés, Restaurants sowie Hotel- und Ferienwohnungen hier. Und jetzt bleibt nur noch eins: die ca. 80 Meter auf steilem Pfad herunter nach Treseburg zu kraxeln. Doch wer nur kurze Zeit im Harz ist, der sollte den Abend noch nutzen und mit dem Auto zur mehrfach erwähnten Roßtrappe fahren. Dort angekommen sind es vom Parkplatz ca. 700 Meter zur Roßtrappe selbst, und wenn ihr gegen Abend dort ankommt, dann ist es am schönsten. Denn oft findet ihr dort Ruhe. Die meisten Touristen sind zurück in ihre Unterkunft. Ich konnte diesen schönen Ort um diese Zeit schon oft für mich alleine genießen. Doch was ist die Roßtrappe? Natürlich ein faszinierender Aussichtspunkt, keine Frage. Aber es gibt noch etwas. Die Sage mit Brunhilde und Bodo hatte ich euch ja bereits im Bodetal erzählt. Hier sehen wir doch tatsächlich einen Zeugen dieser wahren Begebenheit. Brunhilde sprang ja vom gegenüberliegenden Hexentanzplatz mit ihrem Pferd über das Tal hinweg bis hierher. Durch den heftigen Aufprall hinterließ, wie ihr gut sehen könnt, der Huf des Pferdes diesen tiefen Abdruck im Fels. Trotzdem gibt es Menschen, die behaupten, diese eigentümliche Vertiefung im Gestein sei einst von Menschenhand erschaffen worden, gehörte zu einer vorchristlichen Kultstätte und könnte in grauer Vorzeit zum Beispiel ein Opferbecken gewesen sein. Ich finde, beide Versionen klingen doch spannend und interessant. Oder was glaubt ihr? Schreibt es doch ebenso wie euren Eindruck von dieser wunderschönen Tour unten in die Kommentare. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, der sollte es spätestens jetzt tun. Denn dann verpasst ihr keine Wanderung mehr hier in unserer schönen Natur. In diesem Sinne, danke euch fürs Anschauen und bis bald. Ciao!